Hallöchen ihr Lieben, in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem Bunsenbrenner aus neuem und langweiligem Holz ein altes und interessantes Holz machen könnt. Viel Spaß bei meinem Video. Zum Abflammen benötigt ihr einen Bunsenbrenner, bei Bedarf ein Holzöl oder ein Holzwachs, eine Stahlbürste, Pinsel oder Lappen und natürlich ein Feuerzeug. Wenn ihr den Bunsenbrenner aus der Videobeschreibung am Ende des Videos kauft, nehmt ihr einfach die Gaskartusche und setzt sie in das Gehäuse ein. Dann müsst ihr darauf achten, dass Ober- und Unterteil gut zusammenpassen, dass die Gewinde aufeinander sitzen, sonst verkantet es schnell, und dreht den Unterteil fest dran. Sobald dieses schwarze Ding in die Öffnung reinklackt, ist die Gaskartusche angestochen. Wollt ihr es wieder öffnen, müsst ihr einfach das schwarze Ding reindrücken, dann könnt ihr die Flaschen tauschen. Die Gaskartuschen. Beim Anmachen müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr das Gas nicht zu sehr aufdreht, ansonsten würde die Gasflamme direkt wieder ausgepustet werden. Auch draußen oder wenn es ein bisschen windig ist, ist es manchmal schwierig, das anzumachen. Beim Brennen direkt ist nicht viel zu beachten. Am besten hebt ihr die Gaskartusche oder die Flamme so weit weg, dass das Gelb der Flamme auf das Holz trifft. Das ist einfach der heißeste Punkt. Und dann geht ihr so lange über eine Stelle, bis ihr den gewünschten Schwärzegrad habt, wie ihr es gerne hättet. Wenn man später mit der Stahlbürste nochmal drüber geht, bürstet man die Asche sowieso runter. Und da kann man dann einfach auch wieder die Schwärze wegmachen. Also wenn es einem zu schwarz geworden ist, kann man es auch wieder rausbürsten. Allerdings ist es natürlich doppelte Arbeit. Ich habe jetzt hier versucht, euch mal 3 verschiedene Schwärzegrade zu zeigen. Der vordere ist so ein mittlerer Grad. Beim Mittelstück mache ich jetzt deutlich länger, bleibe ich auf einer Stelle drauf, wird das alles deutlich dunkler, und beim letzten gehe ich nur kurz drüber. Da kommt meiner Meinung nach die Maserung eigentlich am schönsten raus. Und es ist am wenigsten Arbeit auch später zum Abbürsten. Beim Abbürsten würde ich auf jeden Fall darauf gucken, dass ihr das drinnen macht, also in einem Keller macht. Nicht irgendwie im Wohnzimmer oder so irgendwas, weil die Asche dann in der Gegend rumfliegt. Am besten macht es im Garten oder draußen. Das Brennen an sich würde ich eher im Keller oder irgendwo drinnen machen, weil durch den Wind die Flamme sehr unregelmäßig ist. Und da habe ich auf jeden Fall keine gute Schwärzegrade hinbekommen bisher. Genau, dann geht ihr einfach mit der Bürste drüber und bürstet so lange drüber, bis die grobe Asche raus ist, dass die nicht an den Händen hängen bleibt, wenn ihr das verwenden wollt. Guckt aber, dass ihr natürlich nicht zu oft drüber geht, dass die ganze Schwärze wieder weg ist. Man könnte es sogar so lassen, man muss da eigentlich auch nichts schleifen und nichts ölen. Ich finde es aber schöner, wenn man nochmal mit einem Holzöl oder Wachs drüber geht. Auf der linken Seite habe ich jetzt ein einfaches Holzöl genommen, ein Hartöl. Auf der rechten Seite mache ich gleich noch ein Holzwachs drauf. Das sind keine großen Unterschiede. Ich arbeite einfach ein bisschen lieber mit Holzöl. Ja, man kann genauso gut wachsen, mit einem Lappen das dann einwachsen. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es ist nicht kompliziert, hat einen unglaublich schönen Effekt, finde ich, aufs Holz. Man kann sehr schnell damit ein billiges Holz wertvoller aussehen lassen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, bitte schreibt in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ich euch da weiterhelfen kann. Und wenn ihr meine neuen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und jetzt geht raus, macht euren Bunsenbrenner an und verbrennt euer erstes eigenes Holz. Viel Spaß dabei und eine gute Zeit euch. Euer Nico.